Warum investieren Sie eigentlich in Marke? Als allererster Grund wird genannt, um den Unternehmenserfolg zu steigern. Wir wollen mit Hilfe unserer Marke Kunden gewinnen, Kunden binden und, ganz, ganz wichtig, den höheren Preis verlangen. Weil Sie können sich vorstellen, im globalen Wettbewerb, wenn Sie nicht wirklich ein Profil haben, wenn Sie nicht wirklich einen guten Namen haben, haben Sie keine Chance, tatsächlich auch einen höheren Preis zu erzielen. In einem durchaus immer stärker vergleichbaren Angebotsumfeld. Das merken wir immer. Wieso haben wir einen aktuellen Run gerade bei B2B-Marken? Ich meine, dass sich die Getränkehersteller und die Nahrungsmittelhersteller und so weiter und die Autohersteller seit Anfang an mit Marke beschäftigen, das ist jetzt nicht verwunderlich, das wissen wir ja schon. Also klassische Konsumgebrauchsgüterindustrie. Aber wir merken seit 2, 3, 4 Jahren, dass sich plötzlich immer mehr B2B-Unternehmen auch mit Marke beschäftigen. Und die sagen ganz klar, damit wir wirtschaftlich erfolgreicher sind, reicht es nicht aus, dass wir nur ein gutes Produkt verkaufen. Warum? Die Chinesen, die Inder und so weiter machen es inzwischen fast genauso gut. Und die sind zum Teil 30-40% günstiger. Also Unternehmenserfolg steigern, Differenzierung erlangen, das ist ein ganz wichtiges Thema, damit beschäftigen wir uns heute auch intensiv. Ein ganz wichtiges weiteres Thema ist, die besten Mitarbeiter zu bekommen. Wenn Sie irgendwo als Mittelständler auf der grünen Wiese sitzen, gucken Sie uns die Hidden Champions an. Der Herrenknecht sitzt in Schwanau, der Perli sitzt in der Nähe von Ulm. Da kommt normalerweise ein Top-Absolvent von einer guten Hochschule nicht auf die Idee, unbedingt da als erste Adresse hinzugehen. Und trotzdem sagen die, nee, ich will zum Herrenknecht. Die sind Weltmarktführer, das weiß er. Und die Leute verbinden mit diesem Namen spezifische Kompetenzen. Auch als Arbeitgeber. Und sind wir ganz ehrlich, im Mittelpunkt steht der Mensch nach wie vor. Ohne die besten Mitarbeiter kann ich in einem globalen oder auch von mir aus regionalen Wettbewerb nicht unbedingt bestehen. Ich brauche gute Leute. Sie alle wissen, Fachkräftemangel, Ingenieurwesen ist ein Thema. Diese 3 Themen werden als erste genannt. Und was auch noch genannt wird, und zwar nahezu gleich auf, ist, wir wollen mit der Marke, auch mit dem Verständnis der Marke intern, einen konsistenten und konsequenten Auftritt im Markt gewährleisten. Ab einer gewissen Unternehmensgröße ist es einfach schwierig, dass alle Mitarbeiter das gleiche Verständnis davon haben, wofür wir stehen wollen. Und der Titel heute sagte schon, die Marke ist ein Kundenorientierungsprogramm für alle und in allem Unternehmen. Ganz spannend ist immer, wenn wir mit Unternehmern sprechen, die sich mit dem Thema Marke bisher nicht so intensiv beschäftigt haben, die sagen ganz oft, ja, Marke ist doch Kommunikation, Kampagne, Werbung und so weiter. Wenn du den Leuten aber sagst, von wegen, stopp mal ganz kurz, nennen wir es mal anders, wir nennen es Kundenorientierungsprogramm, weil die Marke tut ja nichts anderes, als zu sagen, wir fokussieren auf die Bedürfnisse unserer Kunden, dann hören sie plötzlich, ja nee, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn sie über Image sprechen, auch so ein Schlagwort, sagen viele, ja gut, ein Image ist schon nicht unwichtig, aber wir machen gute Produkte, gute Innovationen und so weiter. Wenn Sie den Menschen dann sagen, du pass mal auf, dein guter Ruf, den du im Markt hast, dann sagt jeder Unternehmer, nee, der ist mir wichtig. Und dann müssen wir wirklich pflegen und dann müssen wir ganz gezielt investieren. Und im Endeffekt ist es nichts anderes. Die Marke, um mal kurz mit diesem Vorurteil auch aufzuräumen, ist definitiv nicht nur ein Kommunikationsvehikel. Die Marke betrifft alle im Unternehmen. Das heißt, wenn ganz viele Menschen an diesem Prozess der Markenbildung beteiligt sind, und das betrifft den Entwickler genauso wie den Vertriebsmenschen, all die Menschen prägen ja auch den Außenauftritt der Marke, dann ist es ja auch das Ziel, dass alle das gleiche Verständnis davon haben, wofür wir eigentlich stehen wollen.